Ja, hallo ihr Lieben. Ihr wisst ja, dass wir grundsätzlich immer viele Projekte im Bildungsbereich, was Ameisen angeht, umsetzen. Und heute sind wir hier im Freilandlabor hier in Berlin-Steglitz. Auch hier bauen wir jetzt eine Ameisenanlage, um natürlich Kindern das Thema Ameisen auch ein bisschen näher zu bringen und auch Optionen für verschiedene Experimente zu schaffen. Aber rede ich jetzt nicht lange rum, zeige ich euch einfach, was wir uns hier überlegt haben. Ja, hallo, schönen guten Tag, Frau Dreher. Sagen Sie, was ist das hier für ein Ort, dieses Freilandlabor? Was wird hier gemacht? Was ist Ihre Aufgabe? Wer kommt hierher? Ja, wir sind hier an einem ganz besonderen Ort. Wir sind Teil des Schulumweltzentrums Berlin-Zehlendorf-Steglitz. Und hier kommen Schulklassen mit ihren Lehrern zu Unterrichtszeiten her und können hier vor Ort Unterricht in der Freien, in der Natur machen. Sie können hier Tiere und Pflanzen in ihrem natürlichen Lebensumfeld kennenlernen. Und ich bin Lehrerin und unterrichte dann die Klassen hier vor Ort. Okay, sehr interessant. Dann würde ich sagen, dann bereichern wir hier der ganzen Anlage hier, das mit dieser Ameisenanlage, die wir jetzt vorbereitet haben. Ich würde sagen, dann legen wir jetzt mal los. Vielen Dank. Ja? Gerne. Ja, ihr Lieben, also der Aufbau ist soweit fertig jetzt hier, was die Wandbefestigung angeht. Und der nächste Schritt ist, wir müssen natürlich jetzt hier noch ein bisschen Bodengrund reinfüllen und den Ausbruchschutz anbringen. So, als erstes stellen wir jetzt hier die Tränke direkt in den Nestbereich. Also später wird das nochmal umgesetzt. Das ist jetzt nur, weil es eine kleine Kolonie ist, die natürlich noch nicht die große Wegstrecke jetzt hier findet. So, wir haben einmal eine kleine Fliege, ein bisschen Körner und Wasser jetzt hier reingepackt. Ja, die Anlage ist jetzt soweit aufgebaut, alles steht da hier dran, ist soweit eingerichtet. Die Tiere krabbeln hier schon drin. Und ja, das Besondere natürlich hier an der Anlage ist wirklich, dass wir hier diese Wandbefestigung haben. Also uns persönlich ist natürlich immer wichtig die maximale Transparenz. Das heißt, ich habe ja hier immer die Möglichkeit, das Nest zu beobachten, habe aber auch hier das, was an der Oberfläche ist, wo ich dann sehen kann, wie die Ameisen dementsprechend jetzt Futter und so ranholen. Wir haben hier noch eine Fotorückwand von der Optik her, dass es auch ein bisschen so einen natürlichen Blick gibt. Und was hier natürlich noch besonders ist, jetzt wollen wir es natürlich sicher haben. Das heißt, zu einen sollen natürlich die Kinder nicht ran. Das heißt, wir haben so eindrucksichere Kappen hier. Also die Kinder können hier das Ganze nicht eindrücken, man kann es auch nicht runternehmen, sondern wir haben hier so eine Drehverschlüsse. Das heißt, mit einem Kreuzschraubendreher kann ich das Ganze öffnen, halt runternehmen, für Wartungsarbeiten auch dementsprechend wieder schließen. Und dann haben wir das so gemacht, dass wir hier einmal das eine Nest, das haben wir schon mal ein bisschen vorgefräst, also nur damit man schon mal so ein bisschen Kammern-Gänge sieht. Normalerweise können Sie sich auch selber in dieses Material auch einknabbern. Bei uns heißt das halt Dickwick, so ein Nestmaterial, was wir anbieten. Da ist natürlich wichtig nachher, dass wir einen feuchten Bereich und einen trockenen haben. Das heißt, Sie werden einen Bereich nutzen, um die Körner einzulagern, der muss trocken bleiben. Dann haben wir hier nochmal die Erweiterung, das heißt, hier ist das gleiche nochmal, das ist dann die Kornkammer.
Kannst auch umgekehrt machen, also können Sie sich entscheiden. Wichtig ist nur, dass ein Bereich halt ein bisschen trockener ist für die Körner, weil sonst fangen die an zu keimen oder zu schimmeln. Diese Ameisenart mag es immer ganz gerne, dass die Nester direkt miteinander verbunden sind, die Nesterweiterung. Deswegen haben wir einmal hier einen Zugang gemacht, so dass die Ameisen von dem Nest zum Nest laufen können, ohne jetzt extra über die Arena jetzt nochmal laufen zu müssen. Ja, und hier haben wir dann diese Meterstrecke, das ist 1 Meter Rohr, das ist jetzt nochmal unterteilt, also man sieht hier eine so leichte Einkerbung. Und hier haben die Kinder die Möglichkeit, mit Stoppuhr einfach zu testen oder zu messen, wie schnell denn so eine Ameise läuft. Also das ist so eine Sache, die man vielleicht dann für den Unterricht hier nochmal so darstellen kann. Hier ist jetzt einfach so ein Element, so ein Zwischenelement. Wir haben das hier aufgeteilt zwischen 2 Zugängen, wo 2 separate Arenen nochmal sind. Ja, und das ist zum Beispiel für Experimente ganz gut, um zu gucken, welches Futter mögen sie, aber natürlich auch zu schauen, also wie sie jetzt diese Wegstrecke halt auch nutzen mit unten und oben hin. Also da hat man natürlich auch Möglichkeit und das ist nicht auch noch Erweiterung. Das heißt, ich habe hierüber Möglichkeit, auch noch andere Experimente nochmal anzubauen, zum Beispiel Wegstreckensteuerung, also kurze Wegstrecke, lange Wegstrecke, wie schnell finden Sie den kurzen Weg dann auch wieder raus. Also danke dafür und ja, ich hoffe, das wurde jetzt alles auch so umgesetzt, wie Sie sich das wünschen. Vielleicht haben Sie kurz ein bisschen Feedback nochmal dazu. Ja, herzlichen Dank. Ich bin wirklich begeistert von dieser Anlage. Ich hätte mir das nicht so schön vorstellen können. Und ich denke, wenn die Schüler in Zukunft in diesen Raum reinkommen werden, dann werden sie als erstes diese Anlage sehen und wahrscheinlich gar nicht mehr sich hinsetzen wollen, weil sie bestimmt so begeistert sein werden, wie ich das auch bin. Herzlichen Dank. Ja, also vielen Dank nochmal. Ich verabschiede mich. Ich habe zu danken. Dann geht es jetzt wieder nach Hause. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, ihr Lieben, wir sind jetzt fertig mit dem Ganzen. Ich hoffe, die Anlage hat euch soweit gefallen. Allgemein das ganze Projekt. Vielleicht war das für euch auch noch eine kleine Ideenanregung. Ich mache mich jetzt auf den Weg und gehe nach Hause.